Ja, natürlich mit der Erfahrung wird alles einfacher. Also speziell mit dem Format, das wir in den vergangenen Jahren hatten, wo wir nur Samstag und Sonntag gefahren sind, war es natürlich sehr schwer für neue Fahrer, sich an die Strecke, an das Auto, an die Setups zu gewöhnen. Und deswegen ja, macht es die Erfahrung natürlich deutlich einfacher. Und jetzt in meiner 3. Saison habe ich alles schon zweimal durchgespielt. Letztes Jahr habe ich meinen ersten Saisonsieg eingefahren und deswegen bin ich zuversichtlich für dieses Jahr. Ja, es war gut, wieder im Auto zu sitzen. Natürlich macht es Spaß und wir spulen unser Programm ab, testen verschiedene Sachen und ja, versuchen das Auto weiter zu verbessern. Ja, sehr viel zu lernen. Also im Gegenteil, braucht ganz schön lange alles. Aber ist super, ja. Die ARD-Jungs, Mercedes, die helfen mir gut, dass ich schnell auf die Beine komme und dass ich schnell zu Speed finde. Ja, ist super für mich. Ich war schon die letzten 2 Jahre in der Formel 3 mit Mercedes unterwegs und bin jetzt stolz, dass ich immer noch ein Part von der Mercedes-Familie bin. Always championships. You know, I've won the championship before. I know what that feels like to do it. To achieve that again, obviously, is a bigger goal. But you know, collectively, we need to be realistic. At the same time, you know, you come into a championship, you want to dominate, you want to beat the others, and you know, we'll have our elbows out, race as hard as we can, and hopefully at the end of the year, look back at all the good times. Yeah, it's definitely a bigger team. I think you can already sense that at the test, how many people are around. But I think collectively, the team has taken another step. The new personnel, the new structures that we put in place last year, that we had to do to make the team better, are certainly improving. We've had probably a much better day than we've ever had at testing. I think previously in the ITR test last year already. So that's a big goal in the motivation levels, I think, ahead of the next test, and then more importantly, when we come to race 1 to fight the other manufacturers. Ja, mein erstes Jahr wird natürlich nicht einfach. Ich sehe es auch jetzt. Da haust du mal schnell 1-2 Zehntel weg. Die können am Ende sehr viel ausmachen in der DTM. Und da heißt es für mich noch ein bisschen dran arbeiten, die letzten 1-2 Zehntel rausholen. Ich bin schon irgendwo dabei, sage ich mal so. Aber eben ganz vorne oder vorderes Mittelfeld, ja, das wäre so mein Ziel, ganz klar. Im ersten Jahr 1-2 Podiumsplatzierungen wäre echt ein Highlight. Und natürlich so viele Punkte mitnehmen, wie es geht. Also so viele Top-10-Platzierungen. Und ich denke, für das erste Jahr ist es ein ganz gutes Ziel. Ja, es war natürlich immer ein Traum, sage ich mal so, für AMG, für Mercedes-Benz DTM zu fahren. Das war ein Kindheitstraum schon. Ich damals als 8-jähriger Stöpsel am Norrisring habe Ben Schneider zugeguckt. Und jetzt halt selbst drin zu sitzen und zu fahren und zu entwickeln und zu gucken und zu verbessern, ist natürlich super schön und das macht mich auch stolz und es ist was ganz Besonderes. Und ja, ich werde dieses Jahr ja, vielleicht ein bisschen brauchen, bis ich reinkomme. Als Rookie ist es so ein bisschen, man weiß nicht, was auf einen zukommt im Endeffekt. Es ist zwar ein Rennwochenende, wie jedes andere auch in der GT Masters oder in der Blancpain, aber dennoch, der Druck ist vielleicht ein bisschen anders, die Konkurrenzdichte ist enger und es wird sehr, sehr spannend werden. Aber mich macht es unheimlich stolz, ein Teil des Teams zu sein. Ja, ein sehr spannender Tag und produktiver Tag heute in Estoril. Zum ersten Mal mit meinem Rennauto rausgefahren aus der Box ist natürlich was Besonderes. Und dann auch mit dem Team Mücke Motorsport zusammenzuarbeiten, alle kennenzulernen erstmal, sich abzusprechen, war schon sehr, sehr hilfreich und auch sehr wichtig. Und wir haben sehr viel testen können heute. Klar, es fehlt da noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was, aber so im Endeffekt sind wir heute gut durchgekommen und haben uns wirklich super gesteigert. Und ja, jetzt setzen wir morgen wieder dran an, wie wir aufgehört haben und gucken wir, dass wir dann nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Ja, wir nutzen jede Möglichkeit, um Testkilometer zu sammeln und Erfahrungen mit dem neuen Auto zu sammeln. Und von daher ist natürlich jeder Tag wichtig und wir versuchen den Tag zu maximieren, indem wir möglichst viel fahren, indem wir möglichst viele Themen ausprobieren, um am Schluss dann wirklich ein Verständnis für das Auto zu entwickeln. Ja, Mitte des letzten Jahres fiel die Entscheidung, dass wir ein Fahrzeug mehr einsetzen und dann war die logische Konsequenz, dass wir auch mit einem Team mehr an den Start gehen. Wir haben uns dann lange Gedanken gemacht, wer dieses Team sein könnte. Und ja, aufgrund der Erfahrung mit ART in der Vergangenheit, in der wir sehr, sehr viele Erfolge mit dem Team gemeinsam in der Formel 3 erzielen konnten und natürlich auch aufgrund deren Erfahrung in verschiedenen Rennstrecken und Rennserien, haben wir uns ganz klar für dieses Team entschieden. Und bis jetzt, glaube ich, ist die Entscheidung auch die richtige gewesen. Klar, logische Konsequenz aus unserer Nachwuchsförderung im Formel 3-Programm. Dort sind wir schon seit langen Jahren erfolgreich unterwegs mit jungen Talenten, denen wir dann gegebenenfalls auch in der DTM eine Chance geben. Auf der Basis hat Lukas dann getestet
in Jerez im Herbst letzten Jahres und hat uns dort beeindruckt. Maximilian Götz ist sicher der andere Fall. Er ist auch ein bisschen schon älter. Er war im Kundensportprogramm von Mercedes-AMG sehr erfolgreich unterwegs. Aber auch er kommt ja aus dem Formelsport ganz ursprünglich. Und auch er hat uns bei seinem Test in Jerez beeindruckt. Und wir sind auf der Basis der Meinung, dass beide eine Chance in der DTM verdient haben. Und sind auch der Überzeugung, dass die dort ihren Weg gehen werden. Mercedes-Benz ist ohne Frage das erfolgreichste und längst zugehörige Team in der DTM. Und da ist es eine Ehre und eine Verpflichtung natürlich zugleich, an diese Leistungen der Vergangenheit anzuknüpfen. Und das ist das, was unser Ziel ist. Und das mittelfristige Ziel muss es natürlich sein, in der DTM absolut wettbewerbsfähig zu sein und dort Erfolge und Meisterschaften auch zu erzielen. Und ich glaube, wir sind einfach auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich denke, Mercedes wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren the place to be werden. Wir hatten auch in den letzten 2 Jahren einfach viel aufzuholen. Ich glaube, wir haben einen großen Schritt über den Winter gemacht, aber ja, ich glaube, wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Saison, auf ein gutes Auto und ja, dass es endlich wieder losgeht. Gut, nachdem ich jetzt zweimal bestplatzierter Mercedes war, zweimal knapp am Podium vorbeigerutscht bin in der Gesamtwertung, zweimal Vierter gewesen, ist das Ziel ganz klar. Ich will jetzt aufs Podium in der Gesamtwertung, natürlich das eine oder andere Rennen gewinnen. Ich habe im letzten Jahr mein erstes Rennen in Oschersleben gewonnen. Das hat Lust auf mehr gemacht. Ich glaube, dieses Jahr sind wir einfach besser vorbereitet als letztes Jahr. Wenn man ehrlich ist, ist man ja doch im letzten Jahr ein Stück weit hinterhergefahren. Wir haben zwar mehr Rennen gewonnen als Audi beispielsweise, aber ja, wir waren nicht da, wo wir hin wollten. Ich glaube, da sind wir jetzt schon ein Stück weiter, als wir letztes Jahr waren. Und dementsprechend ist das Ziel, unter die ersten 3 zu fahren. Klar, wenn es geht, um die Meisterschaft zu fahren. Aber dafür ist es einfach noch zu früh, um das als Ziel auszugeben. Gerade wenn man sieht, von wo wir kommen. Aber ja, Zielsetzung ist einfach nochmal stärker zu sein als im letzten Jahr. It's testing, as we say, so it's trying things, trying different setups, trying things on the car that are going to make it quicker, going to make us more competitive for a qualifying lap, for a long run, for a race, things like that. So you're trying different suspension setups, different setups to try and make the aerodynamics work better, and then doing things for tyres to get the 1 lap performance out of the tyres, the grip for 1 single lap, and then also trying to make it last. We have this year our 40-minute race on the Saturday, so you've got to try and make the tyre last consistently for 40 minutes now. So there's a few new challenges and then a lot of the same challenges. It's always, car setup's always a compromise between getting the most out of the aerodynamics and then the most out of the tyres and the suspension. So it's each year we have new ideas. ART have come in, they have new ideas of their own. So there's a lot of things to try. Yeah. What do you think about? To have a much better year than last year. I think we have big ambitions at Mercedes. We want to be fighting for race wins. We want to be fighting for the championship. That's no doubt at all. Whether we can do that this year, I'm not sure. To come back from 2014 and immediately the next year win the championship is possibly unrealistic. To be aiming for that, but we have to be aiming to be scoring points consistently. We have to be aiming to getting into the top 5, to getting podiums, and then we can go from there to win races and win a championship. But the first aim is just to be competitive and be in with a shout of getting in the top 10, in the top 5, and then finishing on the podium. That would be fantastic for us really to start with. Yeah, I'm very much looking forward to a 3rd season. Obviously the last 2 years were not so easy for me and I think for everyone at Mercedes, but in Spain they say the 3rd one is the real one, so I'm really looking forward to a successful season, because especially after coming from successful Formula 3 years, I am missing this feeling, of winning races and being on the podium, so I'm hopefully looking forward to that good season. I think it's a key thing nowadays, especially in DTM. It's not like Formula 1 or any other category where you have 1 teammate. Here we have 7 teammates. So from the experience I have from the past, when you have a teammate that you can pretty much work with and go forward, push each other, like I had in Formula 3 with Mary. We were not so much working with each other, but we were, pushing each other in a way, like trying to give the maximum to beat the other guy, and that's something similar that happens in DTM. But
we are all professional drivers racing for Mercedes-Benz, and that's you know, bigger than any individual. So if we even, apart from pushing each other, we work together, I think that's going to help us go forward and find that little things that we're missing in the last 2 years. So I think with the teammates we have, we've been working in the pre-season, doing a winter camp all together, already introducing some teamwork stuff, and I think I feel very good with my whole team in DTM, and I think that's going to be the way for a successful season and a successful future. I mean, it's everything. I mean, we only have so little days, you know. As a driver, I'm only getting 4 days in the car before the first race of the season. So, you know, we have to maximize the days that we have, see what we can do, and build the best car possible. I mean, you know, we don't have, you know, open testing in the season, so we have to build our car over these days that we have, and we have to make sure that we take advantage of the time that we do, and yeah, and make the best car possible. Yeah, I mean, I think more the merrier. You know, in terms of you know, the manufacturers' championship, another car's a bonus for us. One more car that can possibly score points on a race weekend, and even, you know, I mean, you always treat your teammates with more respect on track. So if you have one more teammate on track, you know, they're going to help you out as well. So it's no, we have a good atmosphere here. You know, the two rookies, I guess you could say, for this season. You know, one with Lucas, he's, you know, first year in DTM and, you know, young from Formula 3. But then Maxi, you know, doing so well in GT3 his whole career. You know, he's not really a rookie, as you say, because, you know, he has a lot of experience and a lot of knowledge that he's taking with us to DTM. So I think we have a really strong team, and hopefully we can produce a better car this year to score more points. Yeah, I mean, to win. I mean, you know, everyone wants to go out there and win. If we didn't want to win, what's the point of showing up? So, I mean, for sure we want to win the championship. We need to win all three would be the dream, but also we have to be realistic. And the year from like the year we had last year, it's obviously not an easy thing to turn around and dominate a championship. But we're for sure we're the underdogs after last year, and I think we definitely have a lot to prove and just try to score points and podiums on a regular basis.